Ein Regentag im Steinzeitpark Dithmarschen. Zum Glück gab es auch in der Jungsteinzeit vor ungefähr 5000 Jahren schon Häuser, in die man sich bei solchem Wetter zurückziehen konnte. Dicke Strohdächer schützten die Bewohner zuverlässig vor Regen und die mit Lehm verstrichenen Flechtwände hielten Wind und Wasser ab. In den Häusern war es ziemlich dunkel, nur Feuerstellen und kleine Teiglampen sorgten für Beleuchtung. Deshalb findet man an den Häusern häufig offene Vorräume, in denen auch bei Regen im Tageslicht gearbeitet werden konnte. Auch unser Steinzeitbauer Basti hat sich heute in so einen Vorraum zurückgezogen. Wie ihr sehen könnt, töpfert er gerade und arbeitet an einem neuen Tongefäß. Die Arbeit macht hungrig. Und wie es aussieht, hat er auch schon eine Idee, was er dagegen machen könnte. Die Vorräte scheinen ja nicht mehr so ergiebig zu sein. Und was macht er jetzt? Erstmal raus aus der warmen Felljacke. Das scheint ja was zu werden, was ein bisschen anstrengender ist. Und nun? Okay, aus einem Tongefäß hat er Körner auf einen großen Stein gekippt und reibt nun mit einem anderen Stein darüber. Die Körner sind Getreidekörner von der Ernte im letzten Jahr. Sie wurden in der Steinzeit in Tongefäßen aufbewahrt, damit Mäuse nicht an sie herankommen und sie aufessen. Zwischendurch muss man die Körner immer mal wieder zur Mitte zusammenfegen und man kann auch mal den Stein drehen, um die Körner noch besser mahlen zu können. Allmählich sieht man schon, dass einige der Getreidekörner durch das Reiben zu einem weißen Pulver geworden sind. Das ist Mehl. Um 1 Kilogramm Mehl herstellen zu können, muss man ungefähr 1 Stunde lang Getreidekörner zermahlen. Ganz schön anstrengend. Aber es lohnt sich, weil man aus dem Mehl unter anderem dann leckere Brote herstellen konnte. Ein kleines Problem gibt es allerdings. Seht ihr die Kuhle im Stein? Sie entsteht nach und nach beim Reiben der Getreidekörner, weil man auch immer ein bisschen von dem Stein mit abreibt. Beim Essen knirscht es dann manchmal beim Kauen und die Zähne der Menschen in der Steinzeit wurden durch das Gesteinsmehl nach und nach abgerieben und immer kleiner. Außerdem wandelt die Spucke im Mund Teile des Mehls in Zucker um und so entstanden in der Jungsteinzeit die ersten Fälle von Karies. Inzwischen sieht das Mehl ja schon sehr gut aus. Mal sehen, was macht Basti jetzt? Er hat das Mehl vom Stein aus in eine Vorratsschüssel gefüllt und kippt es nun in eine mit Wasser gefüllte Schüssel. Ja, es sieht gut aus, noch ein bisschen mehr, genau. Ja, jetzt scheint es zu passen. Nun noch alles gut verrühren. Das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Was sagt der Test? Ja, mal probieren. Ein bisschen scheint noch zu fehlen. Ein bisschen weiter rühren. Und der zweite Test. Jetzt scheint es zu schmecken. Wunderbar, ein leckerer Getreidebrei. Guten Appetit, Basti. Lass es dir schmecken.